Susi, meinst du, dir würde Abwaschen mehr Spaß machen, wenn ich dir mal ein richtig tolles Waschbecken zeige? Nein. Wieso? Ich hasse Abwaschen. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind auf der Messe hier in Peking und schauen uns ein paar Camper an. Und diesmal den Longtree hier hinter uns. Aber abwaschen werdet ihr mich nicht sehen. Nein. Familienurlaub mit bis zu 6 Personen. Ja, im Wohnmobil. Das klingt doch nach einem Traum, oder? Und jetzt stell dir mal vor, das regnet die ganze Woche durch. Also genau da merkst du doch, wie sehr du dich über ein paar Zentimeter mehr Platz freuen würdest. Und was die Chinesen hier aus Fahrzeugen unter 6 Meter mit ihren Slideouts an zusätzlichem Innenraum zaubern, das ist wirklich fantastisch. Das sind ja nur ein paar Zentimeter, die rausfahren. Aber genau die machen den Unterschied. Plötzlich fühlt es sich nicht mehr beengt, sondern richtig wohnlich an. Man fragt sich, wie man das ansonsten als Familie auf so engen Raum miteinander ausgehalten hätte. Und insgeheim freut man sich natürlich auch schon wieder auf nordisches Schiedwetter. Unterwegs 6 Sitze mit Gurt und nachts 2 Doppelbetten, a 1,50 Meter mal 2 Meter, sowohl im Alkoven als auch im Heck. Und wenn noch mehr Leute dabei sein sollten, wandelt sich die Dinette in ein weiteres Doppelbett. Die Küche ist voll ausgestattet mit einem 142 Liter Kühlschrank mit 2 Türen, Induktionskochfeld, Mikrowelle, ja und draußen sogar ein ausziehbarer Gasherd, plus Spüle aus Edelstahl. Ja, und eine 3 Kilo Waschmaschine ist natürlich auch noch mit an Bord. Im Bad gibt es eine separate Dusche und die drehbare Tredford-Toilette. Beim Wasser gibt es satte 270 Liter Frischwasser und natürlich noch ein Filtersystem, denn man weiß ja nicht immer, wo das Wasser herkommt. Der Grauwassertank ist mit 40 Litern sehr klein. Ja, in China relativ normal, denn dort lässt man das Abwasser oft direkt einfach über die Abläufe ablaufen. Der Tank ist hier eher als Puffer gedacht, falls man mal nichts ablaufen lassen kann. Und beim Strom bleibt's praxisnah. Ein großer 48 Volt Lithiumspeicher mit rund 14,4 Kilowattstunden. Das entspricht etwa 1200 Ampere-Stunden bei 12 Volt. Dazu noch ein 3000 Watt Wechselrichter, der einfach normalen Haushaltsstrom liefert. Heißt, Kaffeemaschine oder Föhn sind kein Problem. Und Laptop, Licht und Ladegeräte laufen sowieso locker weiter mit. Anschlüsse gibt's reichlich. 230 Volt, 12 Volt USB und sogar kabelloses Laden fürs Handy. Komfort ist auch noch drin. Also mit einer Fußbodenheizung, einer Mitsubishi Klimaanlage und einem Kombisystem für Warmwasser und Warmluft. Entertainment bietet ein 32 Zoll Xiaomi Smart TV. Von außen gibt es auch noch zusätzlich eine 3 Meter Markise mit LED-Beleuchtung, großer Dachluke und elektrischer Trittstufe. Mit den Stützen, da steht die Kiste dann ganz stabil wie in ein Ferienhaus auf Rädern. Ich frage mich sowieso, warum nicht jedes Wohnmobil immer Stützen verbaut hat. Ja, kurz gesagt, mit dem Longtree C618 reist ihr nicht einfach nur im Wohnmobil. Ihr nehmt euer kleines Ferienhaus auf Rädern gleich mit. Und unter uns, ne? Wenn ihr einmal mit so einem Wohnmobil unterwegs gewesen seid, mit Slideout-System, dann wollt ihr nie wieder ohne Slideouts durch die Gegend reisen. Vor allen Dingen nicht mit eurer Familie. Schatz, guck mal. Hä? Das ist auch schon altersgerecht hier für dich. Oh, ja. Du, man muss auch an die Zukunft denken, So ne? sieht's aus, so. New Go Now. Schon wieder ein Tanzpalast. Ja. Ich fühle mich ein bisschen unwohl gerade. Ein bisschen so einsam. Einsam. Ach so, weil hier keiner ist? Ja, das Hier stimmt. sind gar keine anderen Leute im Ja, Auto. du hast recht, das ist ja mal was. Das ist was Besonderes mal, ne? Das ist was Besonderes. Nicht das Auto ist besonders, sondern dass hier keine anderen Chinesen mit dem Auto sind. Ja, Leute. Ja. Hm. Und wie gefällt dir das so? Nicht so gut. Wenn was piept hier auch kurz immer. Wie sieht denn das Bad aus eigentlich? Zeig mal. Ja. Funktional. Aber auf jeden Fall schon mal größer als diese letzte Dusche, die wir da gesehen hatten. Klappersbecken hier. Ja, also das ist auf jeden Fall besser als die letzte Variante, das stimmt. Dusche. Aber, ne, man muss halt, oh hier, nee, guck mal, was jetzt hier mal besonders ist, die haben mal jetzt eine L-Variante hier als Küche. Das finde ich gut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Warum eigentlich nicht? Weil es macht auch viel mehr Sinn. Du hast ja nach hier mehr Platz, als wenn du nach da dir den Eingang immer verbaust. Warum ne? auch den Eingang verbauen, ja. So, dann kannst du hier schon mal hier Weil so klein... geht ja auch nicht, hier ist ja die Waschmaschine, ne? Aber
Ist ein bisschen wie an der Bar, ne? Ja. Kommst du rein und dann, was möchtest du haben? Ja, absolut, absolut. Ein Eistee bitte. Ja. Aber in der Tat wieder vom Design, oder beziehungsweise, nee, lass mich so sagen, das Design ist anders, aber der Grundriss ist der gleiche. Wie von den meisten Fahrzeugen der New Go Now Group. Okay, das hier ist neu. Ich hab gerade hier so ein bisschen am Waschbecken rumgefummelt. Da ist ein Deckel. Aber warte, es geht noch weiter. Nee, das geht dann nicht. Also erstmal haben sie hier so eine Waschschüssel passgenau reingesetzt mit einem Deckel. Und im Deckel ist auch noch so ein Schneidebrett. So, irgendwie. Und ich glaube, du kannst das dann irgendwie mit rausnehmen oder so, weiß ich nicht. Aber jetzt guck dir das mal an hier. Hier ist noch was rangedengelt für meine Abwaschutensilien. So an den Deckel vom Waschbecken. Und dann kann ich das hier wegklappen. Braucht man das? Nee, aber was geil ist ja diese Wanne hier. Ich meine, klar, da haust du das ganze dreckige Geschirr rein und wenn du auf dem Campingplatz stehst, dann kannst du mit der Wanne zum Abwasch gehen. Das meine ich nämlich. Kommst du wieder. Genau, das meine ich nämlich. Und trotzdem ist, wenn du losfahren musst trotzdem oder was auch immer, dann ist das dreckige Geschirr trotzdem in der Spüle. Die kannst du zuklappen. Ja, deswegen finde ich die Idee doch nicht so geil. Das kannst du aber wegnehmen, glaube ich, ne? Das ist eingeklickert. Ja. Also das ist hier eigentlich nur so. ist es schon geil, weil wenn du irgendwo stehst, dann kannst du das da reinklickern. Ja. So als zusätzliche Fläche, weil da machst du deine Spüle ja auch selten zu. Genau. Und ansonsten ist diese Wanne drin, da machst du da dein dreckiges Geschirr rein. Also das ist mal was, weißt du, das muss man halt ausprobieren und dann merkt man erst, wie praktisch es ist. Oder auch nicht. Ja, weil das ist nicht so selbsterklärend. Nee, genau. ist es nicht. Warte mal, so passt auch nicht rein. Aber also ich finde die Idee geil. Also selbst wenn du die Wanne halt dann einfach hinten irgendwo reinschmeißt ins Auto, scheiß drauf. Ja. Ne? Aber die Idee halt einfach jetzt mal nochmal zusätzlich ein anderes Element damit reinzubringen und zu sagen, nö, wir denken das jetzt nochmal über. Den Platz einfach noch mal ein bisschen mitnutzen. Finde ich geil. Ja, finde ich echt eine geile Lösung. Ja. Wirklich. Genauso diese kleinen Die finde ich auch gut. Häkchen da, ne? Ja. Da kannst du halt, wenn du halt noch mehr Haken brauchst, noch mehr Haken reinhaken. So, oder wegmachen. Oder wegmachen, genau, wenn es dich stört. Aber ansonsten, ich liebe ja Haken in jeder Situation. Und ich vermute mal, weißt du kannst das jetzt hier rausklappeln Ich mach's und an jetzt diese nicht. Haken ranhaken. Weißt du? Weil die passen da genau hin. Okay, ich hab's Genau. Und dann abgekriegt. kannst du es da nämlich ranhängen. Und dann ist es aus dem Weg und dann kannst du die Spüle zumachen. Also es macht halt da Sinn, weil ein Lappen und Krams tropft halt rum und das willst du nicht hier haben. Ja, absolut. Das willst du über der Spüle haben und deswegen macht es da wieder Sinn. Ja, aber mega. du könntest, wenn du das dann zumachen willst, machst du es ab und hängst es dir einfach ran. Ja, und mega, gut ist. genau. Das finde ich schon eine Ja, geile machst du so. Idee. Also es ist So. das Waschbecken halt nochmal 2.0, ne? Es ist halt nochmal einen Ticken weitergedacht, Ja, oder? Lass mal ganz kurz hier Ja. dieser Öffner da, ne? Dass da halt einfach so ein Stückchen freigelassen ist, finde ich eigentlich auch ganz witzig. ganz gut. Ne? So, aber hier so zum Abtropfen, es ist, wie sagt man so schön, convenient. Ja, Es ist praktisch. ja, genau. Schönes Gimmick. Ja, Gefällt ist mir gut. absolut nett. Der ist natürlich schwenkbar. Ja, also der ist mir jetzt ein bisschen zu designig, den finde ich ein bisschen unpraktisch. Da hätte ich dann lieber einen Wasserhahn gehabt, der vielleicht nochmal so rausziehbar ist, den du halt irgendwie anders nochmal... Das ist hier der... Ja, der Rauchmelder, ne? Ja, die der ganze macht Zeit ja immer Klar. Alarm. Genau. Muss ich ihn mal Aber- wieder wegklappen? Ja, wenn du den mal hältst, dann kann ich den mal hier wieder wegklappen. Und ansonsten schon standardmäßig, ne? Genau, hier hast du wieder deine Schubladen, die zu beiden Seiten aus- und einfahrbar sind. Ich bin mir nur nicht sicher, wenn du die jetzt hier zumachst, dann kannst du sie ja wahrscheinlich hinten nicht wieder ausziehen, ne? Ja, mach doch mal. Mach mal zu. Ja, das können wir mal gucken. Ich komme jetzt gar nicht an den Punkt. Achso, ich muss ihn... Ja, wie es jetzt genau funktioniert, ist natürlich eine Frage. Also ich kann sie schon mal zu beiden Seiten öffnen, aber kann ich sie auch zu beiden Seiten schließen, ne? Aber wenn ich den jetzt einfach zudrücke, Hä? okay, das müsste mir jetzt jemand erklären. Ich mache es mal gerade von außen zu. Okay. Okay, warte mal, jetzt habe ich es aber, ne?
Also von hinten kannst du es zudrücken. Kann ich sie jetzt hier aufziehen? Ja, kannst du. Geil. Ja, okay, guck mal. Und jetzt kann ich sie auch nicht mehr durchziehen. Ja, also man muss sie draußen einmal... Genau, du musst sie einmal draußen zumachen. Okay. Und wenn ich sie jetzt hier zumache, gucke ich mal, ob ich sie außen und hinten aufkriege. Geil. Okay, Also- das Gold, ich krieg sie hinten auch auf. Also das Obwohl ist cool. sie hier vorne zu waren. Ja, genau. Obwohl sie hier zu ist, krieg ich sie vorne auf. Jetzt will Cool. ich aber mal wissen, wie das funktioniert. Wie kriegen die das hin? Ah, okay. Der Schließer, Ja. der wandert mit. Hm. Das ist witzig, okay. Der Schließer wandert mit nach hinten. Ah, also wenn ich ihn zumache, kann er nicht nach vorne, aber nach hinten. Und deswegen ist es egal, ob ich ihn hier zumache oder da, weil ich oben so eine Nute habe, wo der Schließer mitläuft. Aber das ist geil. Ja. Also lustiges Gimmick So, und vor allem, ich kann es dann ganz Hier seht ihr zumachen. nochmal, wie Marco sich so durch so ein Wohnmobil fummelt. Ja, was denn? Also, es ist ja nur mitunter auch immer Zahnbürsten? spannend. Ja, wahrscheinlich. Hier Boah, Schlaf- was für ein Auszug. Ne? Was für ein Auszug. Der ist komplett unter der ganzen Bank. Das ist richtig gut. Geil. Ja. Ja, das ist echt geil. Und hier? Auch. Wow. Mega. Okay, geil. Da kommst du auch mal richtig gut ran an Ja, das alles. ist mega. Also da hast du ja richtig, da kannst du ja alle Schuhe irgendwie dann anordnen, ne? Und vor allen Dingen ist mal der Platz auch ordentlich genutzt und du kommst richtig geil ran und musst nicht irgendwie die Bank hochklappen oder so. Könntest du aber. Wobei, die Bank kann ich sogar noch hochklappen, genau. Das haben sie trotzdem noch so gemacht. Okay, geil. Okay. Wie sieht das sonst so aus hier eigentlich? Hefle-Scharniere. Kannst du auch nicht meckern. Beleuchtet, finde ich ja auch immer Licht, ne? Licht können sie. Also hier ist auch alles geil beleuchtet. Sehr schön. In dem Slideout natürlich auch wieder ein kleiner Kühlschrank, ne? Also der ist jetzt wirklich sehr schmal. Was ist das hier? So ein Setford. 40er? Also auf jeden Fall ein sehr kleiner Kühlschrank. Aber das ist ein Doppelkühlschrank. Das ist doch keine Kühlbox hier unten. Das heißt, du hast zwei. Ja, du hast recht, stimmt. Das ist ein Kühlschrank nur mit 2 Türen. Genau, ein Und ganz Kühlschrank, unten 2 ist Türen. noch Nochmal ein, also nochmal ein Riesenauszug. Genau, Mega gut. richtig gut. Ja. Genau. Und hier haben wir jetzt ein Slideout hinten, wo jetzt nicht so viel Platz ist. Ich lege mich hier einmal in dieses Teil auch nochmal kurz, nur um zu zeigen, wie viel Platz hier theoretisch wäre. Und? Obwohl es gelogen ist, auch viel Platz. Das sah so klein aus, aber ist doch groß, ne? Ja. Also ist doch hier, würde ich mal sagen, gefühlt 1,40 auf hier haben wir vielleicht 1,90 und da sind es 2,10 Meter, 2,20 Meter vielleicht. Hm. Hä? Mhm. Doch locker, guck mal, das ist sogar noch mehr vielleicht. Ja, Cool. hier, das ist nett. Habe ich hier auch ein Leselichtchen? Nee, haben sie ein bisschen gespart, ne? Und bei dem Auto, Leselicht habe ich. bei einem anderen Slideout waren da hinten auch sogar noch Ja. Fächer über dem Schlafbereich. Dafür habe ich hier USB-Steckdosen und eine normale Steckdose. Vorhang. Genau, aber mir fehlt hier eine kleine Leselampe. Und hier haben sie irgendwie den Deckel vergessen oder soll man. Ja, da kann ich mein Handy da drin packen, ne? Oh ja, okay. Also finde ich aber auch mal ganz gut, ne? So offene Fächer, wo du dann halt einfach nochmal was Nee, ablegen kannst. find Wie so. find Doch, ich- da kann das Pad oder Telefon oder so, wenn du Sachen hast, wo du nachts schnell irgendwie mal ran musst oder so. Dann hast du hier hinten nochmal Ausströmer Ja. für die Heizung. Also hier kommt nochmal Heizungsluft. Also schön warm, ne? Dann hast du hier nochmal ein Fach, wo ich jetzt meine Schuhe reinpacken kann. Und weißt du, was ich aber nicht so sinnvoll finde? Na, Sind diese Dinger hier mit den Gummibändern. das verstehe ich auch nicht. Dann weiß ich nicht, was dahin soll. Klopapier oder so, was du da hinmachen kannst. Als Ausstellungsobjekt oder Ja, wie? macht halt nicht so viel Sinn. Nicht genau. wirklich, nee. Dann nehme ich mal an, hier habe ich eine Revi-Klappe. Hier komme ich wahrscheinlich... Ah, okay, hier komme ich an die Standheizung. Mhm. Hat er 2 verbaut? Das sieht mal so aus, als wenn hier 2 Standheizungen sind. Okay. Spannend, weil hier ist ja noch so eine Mitsubishi Klimaanlage auch verbaut, ne?
Haben wir ins Bad schon geguckt eigentlich? Ich erinnere mich nicht mehr. Es war so... genau, wir haben gesagt, so... Standard? Groß. Lassen wir mal rein. Einmal. Genau, aber du hast hier nochmal so einen kleinen abgetrennten Bereich und auch die Möglichkeit, hier was aufzuhängen. Ne? Ja. Hier, wenn du mal nasse Sachen hast. Das finde ich ja auch immer ganz cool bei denen mitgedacht. Und hier sind Haare dran und hier wurde auch geduscht. Das ist witzig. Also die Jungs hier, die von der nutzen, Messe, ne? Die nutzen das. Die nutzen diese Autos, um halt drin zu pennen. Ja, das also glaube ich auch. das ist schon echt spannend. Die sind dann hier quasi anders in dem Auto unterwegs. Ja, Mikrowelle ist ja auch immer so ein bisschen Standard, ne? Wobei auch hier wieder Mikrowellenherd. Guck mal. Ne? Also auch hier kannst du wieder deine Pizza zur Not mit grillen. Hier waren wir ja schon. Genau, nee, schönes Auto. Also trotzdem. Sicherungskasten, Verteilung. Ne? Im Alkoven haben wir jetzt wieder so ein Smart TV. Wobei auch das ist jetzt natürlich nur, wie Susi immer sagt, da können 2 Leute Fernsehen gucken. Und wenn das Konzept hier für 4 bis 6 Leute ist es also immer ein bisschen... von hier aus geht's. Ja, genau. Und, ist immer ein bisschen unpraktisch, ne? Da müsste wieder hier so in der Mitte sich jemand noch einen Stuhl, wenn es mehr als 3 Leute sind, hinstellen. Ja, genau. Sonst das ist ein bisschen unpraktisch. Ich klasse mal runter. Ja. Aber es ist ein relativ schmales Bett, würde ich mal sagen. Also das ist sogar von der Größe ein bisschen kleiner als hinten. Ne? Ist nicht ganz so viel Platz. Und hier hätte ich mir ehrlich gesagt auch eine Abtrennung gewünscht. Ja, das wäre schön, ne, wenn man das hier komplett zumachen könnte. Dafür ist hier eine kleine Leselampe. Ja, ansonsten ist es ein schönes Nest hier vorne. Ja. Schön mit dem Oberlicht. Genau, die Matratzen. aber höhliger wäre schon schöner, ne? Ja, wenn du es ein bisschen höhliger machen könntest, das fände ich auch ein bisschen netter. Ja. Wie sehen die Matratzen eigentlich aus? Die sind ganz ordentlich, ne? Also von der Stärke ist das okay. Ja, auf jeden Fall besser als ein japanischer Camper, du. Ja. Ja, das definitiv. Also da kommt kaum was ran, ne? Genau. Und was du denn hier auch immer hast, so hier deine... Ich habe im ersten Video mal gesagt, Wolkenüberwachung. Ich glaube, übersetzt heißt das auch so. Aber du hast auf jeden Fall ein Kamerasystem, was hier einmal ums Auto rumgeht. Und ich nenne es jetzt auch mal wieder 6 Kamera-Wolkenüberwachung. Weil du dann hier einmal komplett um das Auto rum siehst, was los ist. Und das hat nichts mit dem Fahren zu tun, sondern das hat nur was damit zu tun, wenn du irgendwo stehst und hörst halt nachts oder abends irgendwelche Geräusche. Du willst dann die Tür nicht aufmachen, sondern einfach mal draußen gucken, was ist da los. Übrigens, ganz schick finde ich das Auto auch von vorne, ne? Also nicht nur von vorne, sondern auch vorne im Fahrerraum. Hier ein Iveco. Und was sie halt immer machen, ist halt, die sehen nicht den kompletten Iveco, sondern sie überarbeiten alles in dem gleichen Leder. Und das heißt, nicht nur die Sitze sind hier im gleichen Leder wie hinten, sondern hier vorne ist auch alles komplett mit diesem Leder verkleidet. Ob man jetzt diese Lederfarbe mag oder nicht, ist eine andere Sache, ne? Aber das gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Das sieht halt nicht mehr aus wie so ein Transporter, ne? Und weißt du, was mir auch immer richtig gut gefällt? Na? Der digitale Rückspiegel. Ja, muss sein. Also der muss sein. Muss sein. Ne? Also ja. Ich finde auch, warum wird das nicht überall bei jedem Auto genutzt? Weißt du, was mir nicht so gut gefällt hier vorne? Was denn? Also erstmal sehe ich, dass die Sitze, das sieht aus wie so eine Federsitze, ne? Das sind luftgefederte Sitze. Da kannst du, guck mal hier. Wie in so einem Trucker. Ja, genau. Du aber, hast hier. Also es ist zwar super bequem, hier nach vorne durchzugehen. Ja. Aber wo bitte stelle ich jetzt hier meine Getränke ab? Ja? Wo soll das alles hin? Dir fehlt dieses Mittelraumkonzept mit der Mann. Kühltruhe, die hier stand. Ne? Ja, das war ein geiles Konzept, das stimmt. Ja, dann kannst du zwar nicht durchgehen, aber ich finde, man verbringt ja auch schon ein bisschen Zeit auch mit Fahren und dann irgendwie die Sachen immer vorne verstauen. Aber vielleicht gibt es da auch eine mobile Variante. Das stimmt, wobei, also ich muss sagen, das Cockpit gefällt mir richtig gut und was mir auch gut gefällt, ist hier, dass sie auch diese extra Matten, ne? Immer noch mal so einen Teppich hier anfertigen. Ja. Ob das jetzt praktisch ist oder nicht, ist ja mal eine andere Sache, ne? Weil du gehst ja hier natürlich auch mit deinen Schuhen rein und so. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so geil sauber zu machen, würde ich sagen, oder? Was sagt da der Profi? Wie? Pass mal auf, ja. Ja. Kleines Handschuhfach, Abstellmöglichkeiten. Ja, naja, gut. Also
du fragst mich ja immer, ob ich mir diesen Camper dann kaufen würde, ne? Das ist ja eigentlich deine Frage immer am Ende von solchen Filmchen. Naja, würdest du den gerne mal fahren? Würdest du den kaufen? Ja, sag doch mal. Ich mag diese Konzepte, weil willst du dich auch mal setzen auf so einen luftgefederten Sitz? Total gerne. Ja, das fühlt sich nämlich ganz gut an dann trotzdem. Ui. Ja. Ui. Man sitzt ganz gut, ne? Ja, nice. Genau. Also ich finde es ein sehr schönes Fahrzeug vom Design. Ne? Da kann man drüber streiten, ob das jetzt die richtigen Farben sind, ob es das richtige Holzdekor ist, ob das die richtige Farbe vom Leder ist und so. Das ist alles ein anderes Thema. Was ich sehr, sehr praktisch finde, ist, es ist wieder ein Auto unter 6 Meter. Mhm. Entsprechend kann ich mit diesem Auto hier schon wieder richtig überall unterwegs sein. Ich kann auf einem normalen Parkplatz parken. Ich kann auch mal zum Einkaufen fahren. Muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mit so einem Auto in die Stadt fahre, weil die Größe einfach genial ist. Und Größe, wenn ich mir dieses Auto schon wieder angucke, dann fällt einem das überhaupt nicht auf, dass du in einem Auto unter 6 Meter bist, weil du hier richtig viel Platz hast. Mhm. Aufgrund dieser Slideouts. Ich setze mich jetzt mal, du kannst mal da sitzen bleiben, ich setze mich mal hier hin, spaßeshalber. Hallo, ne? Hörst du mich noch? Ja, genau. Und das ist halt einfach natürlich richtig genial, dass du hier so viel Platz hast. Also das gefällt mir bei diesen Konzepten sehr, 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 sehr gut. Und auch die unterschiedlichen Lichtsituationen. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier vielleicht musst du vorne am Eingang vielleicht irgendwelche Schalter finde jetzt, um hier irgendwas an- und auszumachen. Keine Ahnung, geht das wieder über den Bordcomputer hier? Ich hätte ja jetzt gerne mal ein paar Lampen ausgemacht. Marco macht jetzt die Lichter aus. Ja, ich wollte mal gucken, ob das... Ja, okay. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass du hier nämlich theoretisch unterschiedliche Lichtkonzepte hast, die du hier fahren kannst. Mhm. Aber jetzt kriege ich das Licht nur nicht wieder an. Toll. Ist auf Chinesisch? Leider ja. Leider ja. Macht ja Sinn, ne? Ich hätte gedacht, dass das Licht jetzt wieder an ist. Warte mal, hier. 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 Ach, du hast alles ausgemacht. Hier. Okay, krass. Oh, den machen wir nicht aus? Ja, genau. Also, ich würde mir sogar kaufen, weil das Spannende an diesen Autos ist ja auch noch der Preis. Die Dinger sind ja auch noch Schnäppchen, ne? Ich würde so ein Auto total gerne mal fahren. Ja. Weil ich glaube, dass von der Ausstattung her bleibt hier kaum ein Wunsch übrig. Okay. Also was den Komfort angeht, die Schlafsituation gefällt mir sehr gut. Platz einfach hier in der Mitte zu haben. Design finde ich furchtbar, muss ich sagen. Okay. Mit diesem Stoffbezug da oben an der Decke, das ist gruselig. Ja. Und auch so das Farbkonzept gefällt mir nicht, aber das ist ja alles individuell wahrscheinlich anpassbar. Aber so der Komfort, die Ausstattung, die Platzsituation, die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, man kann sich das sehr gut vorstellen, dass du hier halt mit mehreren Leuten unterwegs bist, weil du dir nicht im Raum stehst, ne? Ja, genau. Also nicht im Wege, meine ich. Also hier ist einfach wirklich, wirklich viel, viel Platz. Und ja, ich meine, ich finde es schön, dass hier unterschiedliche Materialien verwendet worden sind. Und nicht nur harte Materialien, sondern halt auch hier mal gefühlt einen Vlies oder einen Stoff. Und das macht natürlich auch immer eine andere Raumakustik, als wenn du jetzt nur glatte und harte Flächen hast, ne? Ja. So, und du weißt, ich bin ja jetzt ein Innenarchitekt, ne? Ja. Ja, ist ich richtig. stehe jetzt nicht so auf nur harte und glatte Flächen. Ja. Das stimmt. Genau. Nein, also ich bin nach wie vor begeistert von diesen Camper-Konzepten. Und wir werden hier nebenbei fotografiert. Ja, draußen standen auch schon ein paar Leute. Das ist halt so viele Ausländer. Kennen die hier nicht mehr. Verlaufen sich hier nicht auf diese Messe. Mhm. Vielleicht ändert sich das ja mal. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man demnächst halt mehr China auch mit Camping verbinden würde. Total. Wenn man sagen würde, klar, wir waren letzten Sommer in China campen. Ja, wir haben uns da so ein krasses Wohnmobil ausgeliehen und sind in der... Mit 2 Slideouts. Ja. Links, rechts, 3, hinten, oben. Pack noch einen drauf. Genau. 4, nach oben geht's auch noch. Genau, den müssen wir noch finden. Ja, aber trotzdem, schönes Auto. Mir gefällt's gut. Bis aufs Dekor hast du gesagt. Ja. Es ist vielleicht, es muss ja auch quasi den Markt ansprechen und vielleicht ist es eher so vom Design der asiatische Markt. Genau. Man weiß es nicht. Ich find's gar nicht.
Ich habe mein Öhrchen gar nicht gefunden. Ich konnte es gar nicht steif halten hier. Ja, das war mal geknicktes Öhrchen, du. Also, was Marco eigentlich sagen wollte. Leute, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Ansehen. Fürs Angucken. Bis zum nächsten Mal. Eure Camperkatze. Jetzt musst du auch deine Schuhe wieder anziehen, ne? Marco, so kann ich dich nicht mitnehmen. Wieso? Du musst deine Schuhe wieder anziehen. Ach so, ja. Na gut. Die habe ich ja jetzt mittlerweile hier auch weggeräumt, weil sonst gibt es Ärger mit Mutti. Da muss man ja halt immer auch ein bisschen Ordnung halten im Camper, ne? So sieht's aus. Ja. So. Schüchen wieder angezogen. Alles wieder da. So. Tschüss. Hallo. Oh. Was war das? Das ist wieder der Außenkocher. Ja. Ja, für Cooking. Ja. Ja, machen wir unser lecker Gumbauchi-Ding hier. Njam, 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 njam. Na, da noch mal lang? Okay. Du musst schon gar nichts mehr sagen, ne? Du tippst nur noch an. Und natürlich gibt es hier auch eine große Heckgarage, eine Menge Staumöglichkeiten, wo man halt Dinge unterkriegt. Hier kommt man an die unten, ne? Bordbatterie. Und guck mal, Leute, wie das hier leuchtet, ne? Da ist schon wieder richtig viel Batteriepower verbaut. Also.